Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem fernen Sibirien. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag und ihr genießt euer Leben trotz aller Probleme. Wir haben in Sibirien schon den richtigen Winter. Die Temperaturen sind bei uns zwischen -10 und -20 Grad Celsius. Das ist in Ordnung so, wenn man warm genug angezogen ist. Die Tage werden immer kürzer und die Nächte immer länger. Nach dem 22. Dezember und noch nach 3 Tagen danach, das heißt nach den katholischen Weihnachten, müssen die Tage wieder allmählich länger werden. Das dauert natürlich noch. Erst Ende Januar wird das spürbar sein und in diesem Video könnt ihr meinen Spaziergang am Staudamm in Irkutsk sehen. Wie ihr sehen könnt, ist der Stausee schon zugefroren. Die Eislaufbahn ist dort schon eingerichtet. Jede Woche passieren in Russland verschiedene Ereignisse. In diesem Video möchte ich euch einige Nachrichten gerne vorlesen. Ich versuche etwas Interessantes für euch zu finden. Also bleibt bitte dran, los geht's! Meldepflicht in Russland. In Russland gilt eine Meldepflicht für Bürger. Diese schränkt jedoch die Freizügigkeit nicht ein, sondern dient als administrativer Mechanismus zur Information des Staates über den Wohnort. Das erklärte Alexander Jakubowski, Mitglied des Ausschusses der Staatsduma für Bauwesen und Wohnungs- und Kommunalwirtschaft. Seinen Angaben zufolge darf eine Person bis zu 90 Tage an einer anderen Adresse leben, ohne eine befristete Anmeldung am Aufenthaltsort vornehmen zu müssen. Diese Regelung werde auch durch die Praxis des Innenministeriums bestätigt. Ein Verstoß liege jedoch dann vor, wenn jemand an einen neuen ständigen Wohnort umzieht und sich nicht innerhalb von 7 Arbeitstagen am neuen Wohnsitz anmeldet. Für solche Fälle ist eine administrative Haftung nach dem russischen Ordnungswidrigkeitengesetz vorgesehen. Die Geldstrafe beträgt in den meisten Regionen Russlands zwischen 2000 und 3000 Rubel. In Moskau und Sankt Petersburg liegt sie höher und reicht von 3000 bis 5000 Rubel. Strengere Strafen sind laut Jakubowski bei einer sogenannten fiktiven Anmeldung von Ausländern in Wohnräumen vorgesehen. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen sich eine Person anmeldet, ohne die Absicht zu haben, tatsächlich an der angegebenen Adresse zu wohnen, oder wenn Wohnungseigentümer gegen Bezahlung fremde Personen anmelden. In solchen Situationen droht eine strafrechtliche Verantwortung, die Geldstrafen, gemeinnützige Arbeiten oder Freiheitsstrafen umfassen kann. Gleichzeitig betonte der Abgeordnete, dass das Wohnen ohne Anmeldung keine Auswirkungen auf die Eigentumsrechte der Bürger hat und niemandem das Recht entzieht, eine Wohnung zu besitzen oder zu nutzen. Arbeit an Feiertagen. Arbeitgeber dürfen ihre Mitarbeiter nicht dazu zwingen, an Feiertagen ohne deren Zustimmung zu arbeiten. Daran erinnerte Jewgeni Mascharow, Mitglied der Kommission der Gesellschaftlichen Kammer Russlands. Seinen Worten zufolge ist für die Arbeit an einem Wochenend oder Feiertag die Zustimmung des Mitarbeiters erforderlich. Lehnt der Arbeitnehmer dies ab, hat der Arbeitgeber kein Recht, ihn zur Arbeit zu verpflichten. Gleichzeitig sieht das russische Arbeitsgesetzbuch eine Reihe seltener Ausnahmen vor. Diese betreffen Notfälle wie Katastrophen, Unglücksfälle und industrielle Unfälle. In solchen Situationen dürfen Beschäftigte unabhängig von ihrem Willen zur Arbeit herangezogen werden, um die Folgen einer Katastrophe, eines Unfalls oder einer Naturkatastrophe zu beseitigen. Ähnliche Regelungen gelten bei der Einführung des Ausnahme- oder Kriegsrechts sowie bei Bränden, Überschwemmungen, Erdbeben und Epidemien. An Feiertagen sind außerdem Arbeiten zulässig, die der Versorgung der Bevölkerung dienen, sowie Tätigkeiten, die nicht unterbrochen werden können. Das Gesetz berücksichtigt zudem, dass die Arbeit von kreativen Beschäftigten besonderen Regelungen unterliegt. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass die Neujahrsfeiertage in Russland 12 Tage dauern werden.
vom 31. Dezember 2025 bis zum 11. Januar 2026. Es handelt sich um eine der längsten zusammenhängenden Ruhezeiten seit vielen Jahren. Illegales Fällen eines Weihnachtsbaums. Das unerlaubte Fällen eines Weihnachtsbaums kann sowohl eine administrative als auch eine strafrechtliche Verantwortung nach sich ziehen. Das erklärte der Jurist Alexander Chaminski. Ihm zufolge droht bei einem als gering eingestuften Schaden durch eine illegale Baumfällung eine Ordnungsstrafe. Für Privatpersonen liegt sie zwischen 3.000 und 4.000 Rubel. Für juristische Personen zwischen 200.000 und 300.000 Rubel. Werden bei der Fällung Kraftfahrzeuge, selbstfahrende Maschinen oder andere technische Mittel eingesetzt, erhöht sich die Strafe deutlich. In diesem Fall kann das maximale Bußgeld einschließlich der Beschlagnahmung des Baumes bis zu 5.000 Rubel für Bürger und bis zu 500.000 Rubel für Unternehmen betragen. Wird der entstandene Schaden jedoch als erheblich eingestuft, kann der Täter auch strafrechtlich belangt werden. Nach Angaben des Juristen kann die Geldstrafe in diesem Fall bis zu 500.000 Rubel betragen. Darüber hinaus droht für das illegale Fällen eines Weihnachtsbaums eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren. Neujahrsgirlanden in Russland. In Russland können Bürger mit einer Geldstrafe von 5.000 bis 15.000 Rubel belegt werden, wenn sie eine Neujahrsgirlande an der Fassade eines Hauses, an Fenstern oder in Hauseingängen anbringen und dabei gegen Brandschutzvorschriften verstoßen. Das erklärte Jewgeni Mascharow, Mitglied der Kommission der Gesellschaftlichen Kammer Russlands. Seinen Angaben zufolge kann eine Verwaltungsstrafe in dieser Höhe verhängt werden, wenn bei der Anbringung von Girlanden an Fassaden oder Fenstern die geltenden Brandschutzregeln nicht eingehalten werden. Gleichzeitig betonte Mascharow, dass es im russischen Recht kein ausdrückliches Verbot für die Nutzung von Girlanden an der Außenseite von Fenstern oder Gebäudefassaden gibt. Allerdings müssen alle Arbeiten, die das Bohren von Wänden, die Montage von Halterungen oder Veränderungen an der Fassadenkonstruktion beinhalten, mit der Hausverwaltung oder der Wohnungseigentümergemeinschaft abgestimmt werden. Um mögliche Beanstandungen zu vermeiden, empfiehlt der Experte, eine schriftliche Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft oder der Eigentümergemeinschaft einzuholen. Falls eine Einigung nicht möglich ist, rät er dazu, Fenster oder Balkone von innen zu schmücken. In diesem Fall entstehen in der Regel keine Einwände. Nordkoreanische Pioniere in Kursk. Der Gouverneur des Gebiets Kursk, Alexander Hinstein, hat den Beitrag nordkoreanischer Pioniere gewürdigt, die an der Minenräumung in der Region beteiligt waren. Dies teilte er in seinem Telegram-Kanal mit. Nach Angaben von Hinstein haben Soldaten des 528 Pionier- und Minenregiments der koreanischen Volksarmee umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Insgesamt wurden fast 42.400 Hektar Land im Gebiet Kursk von Minen und explosiven Kampfmitteln befreit. Wie der Gouverneur betonte, haben die Pioniere aus der befreundeten Republik mehr als 1,5 Millionen explosive Gegenstände unschädlich gemacht. Dies ist eine unschätzbare Hilfe bei der Arbeit, ohne die eine Wiederbelebung der Grenzgebiete nicht möglich wäre, erklärte Hinstein. Zuvor war bekannt geworden, dass der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un die Beteiligung der nordkoreanischen Streitkräfte an der Befreiung des Gebiets Kursk positiv bewertet hat. Seinen Worten zufolge habe die Demokratische Volksrepublik Korea in den Kämpfen ihren Status auf der internationalen Bühne unterstrichen. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen und Zuhören.
Ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen, wenn es welche gibt. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.